Wie kannst du einer Person oder einer Sache mehrere Eigenschaften zuweisen? Das machst du mit den sogenannten zusammengesetzten Nomen. In diesem Video lernst du, wie genau die zusammengesetzten Nomen funktionieren, welche unterschiedlichen Wörter du hier zusammensetzen, zusammenbauen kannst, aber du lernst auch, was du beachten musst, welchen Artikel du benutzen musst und ganz wichtig, wie du die Bedeutung der meisten zusammengesetzten Nomen ganz einfach erraten oder logisch dir erschließen kannst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal zeige ich dir, wie die deutsche Grammatik funktioniert. Immer einfach, kompakt und für jeden verständlich. Heute geht es darum, wie du jemanden oder etwas Eigenschaften zuweisen kannst. Das machst du mit den sogenannten zusammengesetzten Nomen. Zusammengesetzte Nomen, das sind entweder zwei verschiedene oder mehrere Nomen zusammen, wo es ein Hauptnomen, ein Hauptsubstantiv gibt und dem dann mehrere Untersubstantive, Unternomen zugeordnet sind. Du kannst das Ganze aber auch mit Verben, Adjektiven und Adverbien machen. Wie genau das funktioniert, das erkläre ich dir jetzt mit der Hilfe von meinem E-Book. Wann nutzen wir zusammengesetzte Nomen? Grundsätzlich nutzen wir zusammengesetzte Nomen, wenn wir über etwas mit mehreren Eigenschaften reden. Und du kannst dabei nicht nur Nomen mit Nomen kombinieren, sondern auch Verben mit Nomen, Adjektive mit Nomen und auch Adverbien mit Nomen. Und das Ganze sieht dann so aus: Das Haus und die Tür wird so die Haustür, Schreiben und der Tisch wird zum Schreibtisch, Rot und Wein der Rotwein und zusammen die Arbeit zur Zusammenarbeit. Häufig ist es hier auch möglich, dasselbe mit einer Präposition auszudrücken. Das ist auch dann so, wie es zum Beispiel Englisch oder Spanisch machen. Allerdings ist das eher unüblich, wie zum Beispiel die Tür vom Haus. Kannst du genauso die Haustür, die Tür vom Haus. Das ist exakt dasselbe, aber es ist eher untypisch, es so zu sagen. Schauen wir jetzt noch mal ein paar genauere Beispiele an zu allen Möglichkeiten. Hier ein Nomen plus ein anderes Nomen. Also wenn wir zwei oder auch mehrere Nomen miteinander kombinieren, kommt die Haupteigenschaft immer ans Ende und alle weiteren davor. Hier es ist der Kampfhund, also der Kampf und der Hund. Die Haupteigenschaft hier ist Hund. Also egal, was es für ein Hund ist, Hund ist die Haupteigenschaft. Und davor setzen wir die Spezialisierung, was für ein Hund es ist. Kampfhund. Auch bei Verben plus Nomen passiert das genauso. Das Nomen kommt ans Ende und das Verb davor. Das Schlafzimmer kommt von schlafen und das Zimmer. Adjektiv oder Adverb plus Nomen funktioniert genauso. Das Nomen kommt ans Ende und beide Formen sind aber durchaus selten. Und hier gibt es dann niemals eine Variante mit Präposition. Der Rotwein wird zu Rot und Wein oder wie vorhin Zusammen und Arbeit, Zusammenarbeit. Hier gibt es keine Variante mit Präposition, deswegen diese musst du einfach wissen. Wichtig zu wissen ist aber auch noch, was machst du mit dem Genus, also maskulin, feminin oder neutral, und dem Plural. Bei zusammengesetzten Nomen bestimmt immer das letzte Nomen, das Genus und die Pluralform. Alles, was davor steht, hat absolut keinen Einfluss auf den Plural und den Genus. Also der Kampfhund, es ist der Hund, auch der Kampfhund. Und das Wasser, die Flasche oder die Wasserflasche, die Wasserflaschen. Und die Kartoffel, der Salat, der Kartoffelsalat oder die Kartoffelsalate, das Haus, die Tür, die Haustüren. Denn es ist hier die Tür und im Plural wäre es auch die Türen, der Salat, die Salate, die Flasche, die Flaschen, die Hunde,
deswegen wäre es auch Kampfhunde. Der Plural und der Artikel ist immer der gleiche. Es ist immer abhängig von dem Nomen, das am Ende steht. Und als kleiner Tipp, wenn du zum Beispiel ein sehr langes Wort hast, was du nicht kennst, schau es dir mal genau an. Hier zum Beispiel die Sofa-Tisch-Glasplatte. Hier hast du die Platte, das Glas, Tisch und Sofa. Du kannst das Ganze auch so sagen, die Platte aus Glas des Tischs beim Sofa. Wenn du dir hier die 4 Teile raussuchst, oder wie viele es auch immer sind, und dann logisch kombinierst, dann kannst du die Bedeutung des Wortes in der Regel erraten. Denn die deutsche Sprache ist sehr beschreibend. Also was dort steht, beschreibt in der Regel ganz genau, was das Wort dann auch bedeutet. So, jetzt weißt du, wie du Personen oder Gegenständen zusätzliche Eigenschaften zuweisen kannst, mithilfe der zusammengesetzten Nomen. Wenn du das Ganze noch üben möchtest, dann schau einfach mal in meiner Akademie nach. Dort findest du Übungen zu allen Videos, die ich hier bei YouTube veröffentliche, und du unterstützt meinen Kanal auch ganz aktiv, damit ich hier weiter Videos für dich machen kann. Aber natürlich freue ich mich auch einfach, wenn du einfach einen Like hier lässt, das Video mit deinen Freunden teilst oder einfach nur meinen Kanal abonnierst, weil ich dir heute wieder helfen konnte. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder beim nächsten Video und bis dahin viel Spaß und vor allem Erfolg beim Deutschlernen.